Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 4. Mama wird deine Sachen packen, geh in dein Zimmer. Bitte, Papa, tu das nicht. Was habe ich getan? Es tut mir so leid. Ich liebe dich, Papa. Ich flehe dich an. Du bist mein Held. Ich will bei dir bleiben. Mama liebt dich sehr, und wir wollen dieses Haus nicht verlassen. Ich flehe dich an, Papa, Papa, sieh mich an. Können wir hier bleiben? Ich will mein Leben nicht ohne dich leben. Bitte sieh mich an. Julia, reiz mich nicht, du kannst mich jederzeit besuchen, bitte pack deine Sachen. Julia, mein Schatz, bitte hör mir zu. Warum stehst du hier? Geh und pack dein Gepäck, ich werde bald meine Liebe heiraten. Sie wird hier bleiben, sie wird mir einen Sohn geben, du konntest mir keinen Sohn geben. Schäm dich, du bist ein schlechter Vater, und Julia hat vor dir gefleht. Sie ist deine Tochter, liebst du sie denn nicht? Sie ist nur deine Tochter, ich wollte keine Tochter, ich wollte einen Sohn, ich liebe dich nicht mehr. Sieh dich selbst an, ich brauche keine weitere Tochter, geh jetzt, ich werde dir bald die Scheidungspapiere schicken. Gut, ich habe es verstanden. Ich hasse dich, Julia ist nur meine Tochter, wage es nicht, sie wieder zu treffen. Du wirst eines Tages bereuen, ich werde dich nie wieder treffen, geh zur Hölle, Gott wird dir niemals vergeben. Mama, warum hasst mein Vater mich? Bin ich eine schlechte Tochter? Er wird uns bald rauswerfen. Wohin werden wir gehen? Weine nicht, mein Schatz, du bist eine gute Tochter, wir müssen unser Gepäck packen. Bitte hör auf zu weinen, ich kann die Tränen in deinen Augen nicht sehen, Julia, du wirst bei mir bleiben. Lass uns gehen, du bist nicht allein, deine Großmutter lebt noch. Okay, Oma, lass uns gehen. Ich werde mein Gepäck packen. Ich werde wieder nicht mit Papa sprechen. Er hasst mich. Julia, wir müssen uns beeilen, wir können hier nicht mehr bleiben. Dummer Alex, ich liebe ihn nicht. Ich liebe nur sein Geld. Er wird seine Frau bald scheiden. Ich werde ihn heiraten. Alex ist verrückt nach mir. Er kennt mich noch nicht. Ich bin Amanda. Ich bin sehr gierig nach Geld. Geld ist mein Schatz. Bitte komm herein, Schatz. Hey, Liebling, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich habe gute Nachrichten. Alex ist heute hierher gekommen. Seine Frau hat uns erwischt. Er ist wirklich wütend geworden. Er wird sie bald scheiden. Oh wirklich, das ist großartig. Unser Plan funktioniert. Das bedeutet, dass du Alex bald heiraten wirst.
Ja, du weißt, ich liebe dich sehr, ich tue das nur für uns, wir brauchen Geld für einen besseren Lebensstil. Ich weiß, Liebling, ich liebe dich sehr, wir werden sein Eigentum bekommen. Danach wirst du ihn verlassen, und er wird sehr viel weinen. David hat mir etwas Geld gegeben, lass uns einkaufen gehen, wir werden auch zusammen zu Mittag essen. Wirklich? Lass uns gehen, ich liebe Geld. Oma, ich fühle mich müde. Dein Zimmer ist fertig. Folge mir, ich bringe dich zu deinem Zimmer. Ich vermisse meinen Vater. Warum hat er uns rausgeworfen? Was ist passiert, Oma? Warum hasst mein Vater mich? Julia, mein Schatz, du bist jetzt nur ein Kind. Du wirst es nicht verstehen. Dein Vater möchte einfach allein bleiben. Bitte frag mich diese Frage nicht noch einmal. Ich weiß, dass mein Vater mich hasst und dass er Mama auch nicht mag. Ich habe nichts bekommen, er hat mich nie umarmt, und meine Mutter liebt mich einfach sehr. Ich liebe dich auch. Du solltest jetzt schlafen. Das ist mein Haus. Ich fühle mich so großartig. Endlich habe ich meine Frau verlassen. Ich werde ihr bald die Scheidungspapiere schicken. Ich werde Eva heiraten. Sie ist so heiß. Ich sollte sie anrufen. Hallo Amanda, mein Schatz, ich habe gute Nachrichten, ich habe meine Frau rausgeworfen, ich habe auch meine Tochter verlassen. Ich bin jetzt ganz allein, ich habe dich sehr vermisst. Ich wünschte, du wärst hier. Ach wirklich? Ich freue mich sehr, das zu hören. Ich liebe dich so sehr, Baby. Du hast deine Frau und deine Tochter für mich verlassen. Du bist zu gut, ich kann jetzt nicht kommen. Was? Bitte, Liebling, komm her. Wir werden Zeit miteinander verbringen. Du wirst diese Nacht nicht vergessen. Es ist eine goldene Gelegenheit für uns. Alex, Liebling, du weißt, ich bin schwanger und ich muss mich ausruhen. Ich rufe dich später an, du solltest dich ausruhen, gute Nacht. Amanda, was ist los? Bist du schwanger? Wie konntest du mir das antun? Beruhige dich, Schatz, ich habe ihn belogen, es war nur mein Plan. Ich bin nicht schwanger, ich muss ihn heiraten, es war Teil meines Plans. Oh, ich verstehe. Jetzt weißt du, dass ich dich sehr liebe. Du gehörst nur mir. Ich liebe dich auch, du wirst heute Nacht nicht nach Hause gehen. Wir werden zusammenbleiben, lass uns gehen. Das Wetter ist heute windig. Lena, du musst müde sein. Bitte geh ins Bett. Du musst dich ausruhen. Du bist schwanger.
Du musst dich um dein Baby kümmern. Ich will nicht schlafen, Mama. Ich mache mir Sorgen um Julia. Sie ist nur ein Kind. Sie liebt ihren Vater sehr, sie stellt mir so viele Fragen. Was soll ich tun? Ich habe kein Haus, ich habe keinen Job, mein Leben ist vorbei. Sag so etwas nicht, ich bin bei dir, alles wird gut, du musst stark sein, meine Tochter. Du wirst Mutter werden. Ich werde mich um dich kümmern. Ich möchte arbeiten, Mama, ich habe eine Tochter, und mein zweites Baby kommt in 3 Monaten, ich kann nicht zu Hause sitzen. Nein, mein Schatz, ich werde dich nicht arbeiten lassen. Sieh dich an, du kannst in diesem Zustand nicht arbeiten. Ich bin für dich da. Mach dir keine Sorgen um Geld. Du musst mir gehorchen. Ich hasse Alex. Was war meine Schuld? Er hat mich wegen diesem Mädchen verlassen. Er hat mich betrogen, er hasst Julia, er wollte einen Jungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.